Hey meine Lieben, ich hoffe, man sieht mich jetzt auch. Es ist ein bisschen eng, ja, aber ist nur kurz zum Vorstellen, was alles gemacht werden muss. Auf allererstes in jedem Projekt, was ich mache, ich habe ja schon einen T4 schon restauriert, aber leider auch wieder verkaufen müssen, leider. Das war ein T4 1985, Langradstand und das war Oldtimer gewesen und der war nicht mehr wiederzubekommen. Ja, auf jeden Fall bei jeder Art von Arbeit, wo man angeht, was macht man? Man macht sich eine Liste. So, wir machen. Wir sehen, ähm, wir sehen, ja, das ist gerade ein bisschen eng. Ich muss da ein bisschen noch drüber nachdenken, wie ich es mache. Ich werde wahrscheinlich den irgendwie auf einen Schrank bocken, da, irgendeinen Schrank oder so, dass ich da auch im Sitzen arbeiten kann, weil ich werde einige Stunden mit dem Teil verbringen. Und ich habe ja auch vor, mit dem hier auch ein Video-Event draus zu bauen, also machen. Sprich, ja, keine Ahnung, ähm, wie viel Kilometer, 100 Kilometer oder so schaffen mit dem Teil. Halt so Challenge, ja. So, also, was fehlt hier? Ganz klar, es fehlt die Zündspulenkabel. Der kommt hier oben drauf, wir brauchen eine neue Zündkerze. Der Hahn hier, da müssen wir mal gucken. Wir werden auch viel erneuern, das ist klar, weil ich will nicht alles ausbauen, also alles ausgebaut wird es, wird komplett ausgerüstet, alles neu gemacht. Natürlich machen wir es selber, restaurieren bedeutet ja selber wieder Originalzustand herstellen. Ähm, Was machen wir noch? Ganz klar, wir werden auch den kompletten Motor überholen müssen, weil er stand die ganze Zeit und ja, ich denke mal, das ist jetzt hier die Kupplung. Ja, wie gesagt. Also, was brauchen wir alles? Wir brauchen den Vergaser, wir brauchen die Zündspule, wir brauchen neue Elektrik. Das Gute ist halt, diese Elektrik ist ja simpel. Ja. Die einzige Elektrik, wo da ist das hier, das Teil. Das kann man so kaufen oder wieder erneuern. Muss man mal gucken. Ansonsten, ach, ist der fest. Der Gashahn ist fest. Der Gashebel, eher gesagt, ist fest, falls der ist. Ich gehe mal von aus, weil der hier ist und der ist auch fest, bombenfest ist der. Der ist wahrscheinlich so festgerostet. Ähm, ja, ich muss da mal gucken. Warum, weshalb, ja. Auf jeden Fall. Ähm, Dann gehen wir mal einen Schritt nach hinten. Wir brauchen eine neue Kette. Wir machen auf, wir gucken dann. Das Gerüst muss alles neu gemacht werden. Guck mal, wie die Schrauben sind hier schon locker. Das wird alles neu, also abgeschliffen, entfernt hier, abgeschliffen, neu lackiert, neue Bank. Muss ich überlegen, Sattler oder einfach neu kaufen oder irgendwie gebraucht bei eBay, werden wir sehen. Ah ja, neue Treterbaume. Ich werde wahrscheinlich aus Metall welche machen. So mit diesen Metallstollen. Nicht aus Gummi, sondern aus Metallstollen. Hält länger und wird auch nicht so porös wie Gummi. Gummi, wir müssen alle Dichtungen machen. Wir gucken, hier sieht nach Ölverlust aus. Oder kann auch von dieser Kette hier sein. Wir werden schauen müssen. Wir werden die ganze Karosserie und die Federn alle entweder erneuern oder neu kaufen. Das ist die Frage aller Fragen. Wenn jemand da draußen da ist, er hat das originale Rad für hinten, melden. Oder er hat Tipps, du hast Tipps, egal wer, reinschreiben. Ich kenne mich nicht mit Motorrädern aus. Deshalb wird es ein neues Segment. Baujahr 1987, Oldtimer und ist eine KTM PL40, falls die Frage kam. 40 PL wird geschrieben, aber wird ausgesprochen PL40. Hat den Motortyp T4,
Hier ist er nicht eingestanzt. Wahrscheinlich wurde das schon einmal erneuert und ist auch schon locker, gar nicht gesehen. Sind außerdem auch nicht die originalen Schrauben. Weil die originalen Schrauben sind, glaube ich, ein bisschen über die Kanne, dass man trotzdem noch reintragen kann eigentlich. Na egal. Auf der anderen Seite sieht es nicht besser aus. Die wichtige Seite ist die hier, dass die läuft. Kabel direkt an einer Kette. Wir werden es natürlich ein bisschen besser machen, ne? Weil wenn die Kette hier an Kabel schrubbt, geht der nach der Zeit kaputt, ne? Ohne, ja. Der Fuß müssen wir neu abschleifen, werden wir sehen, was wir machen draus. Die Feder müssen wir erneuern oder einfach mal einlegen in Säure. Wir werden einiges machen müssen. Also, es wird gleich ein kleines Video kommen, wo ich alles nochmal rundum zeige. Und ja, genau, und dann fangen wir dann schon mal an, das alles. Ich freue mich echt arg drauf. Ja. Neue Tacho müssen wir noch haben. Brauchen wir noch. Da kommen aber irgendeinen, da will ich neue reinmachen, keine alte, sondern neue. Wo ich auch die Kilometerstand. Ne, da ist er mit drauf. Das ist gut. Tank, wichtiges Element, der Tank. Müssen wir auch machen. Ich freue mich. Oh, das sieht richtig geil aus mit dem Schatten. So, ich habe mir vielleicht gedacht, komm, ich sag noch mal was dazu. Wir sehen ja hier, dass hier alles herumgagelt. Und ich finde das ja auch einfach hässlich, diese Abdeckung hier. Ja, wann wurde der so letztes Mal gemacht? Zwar, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das hier für ein Ziegel ist. Kannst du, wenn du es ja weißt, kannst du das ja mal sagen, da reinschreiben. Hier ist die ganze Elektronik, die wird auch, das soll ein Joke sein, was ich mir irgendwie gar nicht denken kann, weil, guck mal, der Joke ist der übelste. Und hier haben sie auch irgendeinen Schalter dran gemacht. Ich habe keine Ahnung für was. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt original ist, so. Naja. Dann müssen wir hier unten auch wieder alles erneuern. Der Träder. Wenn jemand hinten drauf hockt. Ist jetzt so wichtig. Das müssen wir auch wieder erneuern. Bremshebel, alles muss erneuert werden. Der Auspuff sieht tatsächlich noch richtig gut aus. Schön verchromt und er wird auch wieder verchromt gemacht, poliert und so weiter und so fort. Der Kickstarter, der ist auch die Schraube nicht mehr da. Müssen wir auch gucken, dass wir irgendwie eine Schraube da reinmachen. So, dann würde ich sagen, dann war es schon mal die Bestandsaufnahme-Video mal fertig. Ich werde die zum Thema, wie ich das machen werde, ganz klar, ich werde jeweilige Videos immer in Teile aufteilen oder Parts, dass es besser verständlicher ist, nicht, dass jemand auf Part 6 auf einmal anfängt und dann, warum fängt er so an? Und alles in Playlists, dass ihr alles nachverfolgen könnt und dass ihr nichts verpasst. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da oder ein Like. Jeder Kommentar ist für mich wie Gold. Und du kannst auch andere Videos anschauen. Ich tue jeden Kommentar persönlich durchlesen, persönlich auch mit eigener Meinung kommentieren und auch nachverfolgen. Mit was fangen wir an? Das ist ganz klar, um das Ding einfach leichter zu bekommen, Bank und den Tank komplett runterzuholen. Ich muss gucken, wo da die Batterie ist, weil anscheinend finde ich die irgendwie nicht. Auf jeden Fall, wenn du es weißt, wenn du Tipps hast, was eine KTM PL40 oder 40PL alles so drauf hat, dann schreib doch gerne mal rein. Hast du Teile, dann schreib auch gerne mal rein, also in die Kommentare. Und
Ansonsten, ciao, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.